Wenn ich die Werte von La Perla nicht leben kann, dann höre ich auf. Und gleichzeitig, wenn die Finanzierung vom neuen La Perla klappt, dann stehen wir vor einem großen, mutigen Schritt, dem Umzug mit 200 Pferden. Ich möchte euch von zwei Dingen erzählen. Einerseits von meiner Philosophie, die Werte, für die La Perla steht, und andererseits über die Finanzierung vom neuen La Perla. Und obwohl es vielleicht ungewöhnlich klingt, gehören diese beiden Dinge untrennbar zusammen. La Perla ist für mich kein Job. Das Gestüt ist aus der einfachen, aber tiefen Überzeugung entstanden, die Welt für die Pferde zu verbessern. Für mich gibt es zwei Wege, die Welt zu verbessern. Die eine ist, Missstände zu bekämpfen und Tiere zu retten. Der andere Weg ist, Orte zu schaffen, an denen es den Tieren einfach gut geht. Und so mit gutem Beispiel voranzugehen. Das eine ist weder schlechter noch besser als das andere. Unser Weg ist der zweite. Und stellt euch eine Welt vor, in der es allen Tieren so gut geht, dass kein einziges gerettet werden muss. Und deshalb ist La Perla so, wie es ist. Für mich persönlich sind die Pferde die beste Lebensschule. Sie haben mich gelehrt, präsent zu sein, mutig, ehrlich, klar und verbunden mit ihnen, mit mir selbst und mit der Natur. Sie haben mein Leben sehr geprägt und tun es bis heute. La Perla ist für mich kein Job oder ein einfaches Business, es ist eine Lebenseinstellung. Und natürlich züchte ich Pferde und ich verkaufe sie. Aber alles, was wir erwirtschaften, fließt zu 100% zurück ins Gestüt. Es gibt keine Gewinne, die abfließen. Es gibt auch keine Rücklagen und wir sind immer wieder am Limit. Ihr seht, ich lege die Karten offen auf den Tisch. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht, wirtschaftlicher zu arbeiten, aber niemals auf Kosten der Pferde. Weil eines ist hier auf La Perla absolut unverhandelbar. Wir gehen keine Kompromisse ein, wenn es um das Wohlergehen unserer Pferde geht. Das heißt zum Beispiel, dass die Rentner nicht einfach aussortiert werden, billig verkauft werden oder zum Schlachter gehen, wenn sie dem Gestüt keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr bringen, sondern sie dürfen ihr Leben genießen und in Würde altern. Auch wenn das Zusatzkosten bedeuten für Tierarzt, Futter, Betreuung etc. Unsere Fohlen bleiben länger bei ihren Müttern und werden erst mit 8 bis 10 Monaten abgesetzt. Sie wachsen im Herdenverband auf, werden von uns behutsam begleitet in ihrer Aufzucht und bleiben bei uns, bis sie mindestens 3 oder sogar 4 Jahre alt sind. Das bedeutet, wir brauchen große Flächen, wir haben viele Kosten und wir tragen viel Verantwortung. Unsere Zuchthengste kriegen täglichen Auslauf, werden trainiert und sorgsam betreut. Es wäre viel günstiger, sie anders zu halten, aber das ist nicht unser Weg. Wir kontrollieren alle Pferde ganz regelmäßig, scheuen keinen Aufwand und holen bei Bedarf die ganze Herde rein. Wir versorgen kleine und auch große Verletzungen gewissenhaft und der Tierarzt kommt, wann immer es nötig ist. Es ließe sich an sehr vielen Stellen sparen, aber wenn das bedeutet, dass das auf Kosten der Pferde geht, dann ist mir dieser Preis viel zu hoch. Bevor ich meine Werte verrate und nur auf Kosten der Pferde Geld verdienen kann, höre ich auf. Aber da bin ich noch nicht. 2024 hatte ich um Hilfe gebeten, weil ich keinen anderen Ausweg mehr sah. Und viele von euch haben uns unterstützt und unterstützen uns heute noch. Jeder Pferdeverkauf hilft und das alles hat uns erlaubt, die Philosophie weiterzuleben und uns zu ermöglichen, dass wir uns um jede einzelne Pferdeseele kümmern können. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich möchte aber, dass La Perla in Zukunft auf eigenen Beinen steht. Ich möchte nicht in einer ewigen Rettungsschleife hängen, in der ich kaum Luft kriege, in der ich schlaflose Nächte habe, weil ich nicht weiß, wie ich die Futterrechnung bezahlen soll, die sich türmen und ich mir Sorgen um die Zukunft meiner Pferde mache. Ich möchte, dass La Perla auf eigenen Beinen steht, ohne Kompromisse für die Pferde. Und das ist hier nicht möglich. Aktuell leben wir mit rund 200 Pferden im Norden von Madrid auf ungefähr 1200 Metern Höhe in den Bergen. Die Bedingungen hier sind sehr herausfordernd und alles andere als optimal. Die Werte und die Philosophie von La Perla lassen sich hier nicht annähernd zu 100% leben.
Dazu kommt, dass es wirtschaftlich in den letzten Jahren immer schwieriger wurde. Das bedeutet kurzfristig immer wieder Herausforderungen, aber langfristig bedeutet es das Ende von La Perla. Dazu kommt, dass das Land hier gepachtet ist und wir abhängig und auch begrenzt sind von den Entscheidungen anderer. Und dazu kommt natürlich auch die finanzielle Belastung jeden Monat. Ich habe vieles versucht zu verbessern. Ich wollte zum Beispiel Ferienwohnungen bauen, damit die Besucher direkt hier übernachten können, hier bleiben können und um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Da bin ich aber auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Das Gestüt hier liegt mitten im Naturpark. Für neue Bauten gibt es keine Bewilligungen und die Bauten, die schon vorhanden sind, werden vom Verpächter selber genutzt. Das ist auch der Grund, weshalb ich keine Bewilligung bekomme, um eine größere Reithalle zu bauen. Unsere ist nur 13 mal 13 Meter groß, um die Pferde auch in den Wintermonaten optimal trainieren zu können und um wetterunabhängig zu sein. Weil die Winter hier auf 1200 Metern Höhe sind sehr lang und sehr hart. Wir haben ungefähr 8 Monate im Jahr schlechtes Wetter, wir haben Schnee, wir haben oft wochenlang Dauerregen und es ist sehr herausfordernd. Zum Beispiel plane ich die Geburten der Fohlen möglichst so, dass sie dann zur Welt kommen, wenn es nicht mehr zu kalt ist, aber auch noch, wenn es noch nicht zu heiß ist. Dieses Zeitfenster ist aber sehr klein. Wir hatten zum Teil Ende April sogar noch Schnee und bis im Juni Nächte mit 0 Grad. Und eben im Juli ist es schon zu heiß. Und das verschiebt sich auch jedes Jahr, das heißt, es ist nicht planbar. Das sind alles Herausforderungen, die sich hier nicht ändern lassen. Ich möchte den Pferden ein Leben ermöglichen, das nicht nur angenehmer ist, sondern auch viel leichter ist, weil diese langen Wintermonate, dieses Klima hier, zehrt ganz schön an den Kräften von uns allen. Ich habe auch versucht, Futter selber anzubauen, aber das Klima hier ist so rau, dass auf den Weiden viel zu wenig wächst und sich die Pferde gar nicht davon ernähren können, geschweige denn, dass ich Reserven anlegen könnte. Und die Futterkosten sind sehr, sehr hoch und ein großer Faktor. Weil sich die Chance auf eine neue Finca und die Möglichkeit, aus dem Pachtvertrag auszusteigen, sich überschnitten haben, habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, den Vertrag nicht um weitere 10 Jahre zu verlängern. Weil ich möchte diesen Weg hier so nicht weitergehen. Das bedeutet, dass wir 2027 diesen Ort verlassen. Deshalb möchten wir mit allen La Perla-Pferden umziehen. Und ich weiß, das ist ein riesiges Vorhaben, das ist mir bewusst. Und ja, es macht mir Angst. Vieles ist noch ungewiss. Aber die Alternative wäre, aufzuhören. Und dazu bin ich noch nicht bereit. Und ich weiß, wir sind es alle noch nicht. Diese Vision von dem neuen La Perla habe ich seit über 5 Jahren. Und ich bin in den letzten Jahren in halb Spanien rumgereist und habe nach diesem Ort gesucht, an dem sich meine Vision verwirklichen lässt. Und im November 2024 stand ich dann das erste Mal auf dieser Finca und ich wusste, da ist sie. Das ist der Ort, an dem ich alles verwirklichen kann, was ich seit so langer Zeit mit mir herumtrage. Die Finca liegt weiter im Süden, in der Nähe von Portugal. Das Klima ist milder, die Landschaft ist wunderschön, die Natur ist ertragreich, so dass sie die Pferde ernähren kann und auch ganz viele andere Gegebenheiten sind so, dass die Pferde und auch die Menschen dort wunderbar leben können. Und im Laufe von 2025 bin ich nun alle Schritte gegangen, die ich alleine gehen konnte. Und jetzt brauche ich euch. Ein Vorvertrag ist unterzeichnet und ich habe jetzt bis April Zeit, den Kaufvertrag zu erfüllen. Und jetzt kann ich nicht mehr alleine weitergehen.
Ich weiß, die Zeit ist reif und der Zeitpunkt ist genau jetzt richtig, um meine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ich will es versuchen und setze alles auf eine Karte. Denn ich sehe eine Welt, in der alle Pferde ein glückliches Leben führen, in Verbindung mit den Menschen. Und dieser Ort soll all das vereinen. Artgerechte Pferdehaltung, bewusster, naturverbundener Urlaub, auch für Nicht-Pferdemenschen. Es können da Kurse stattfinden und alles getragen von der stillen, ehrlichen Präsenz der Pferde. Am neuen Ort kann La Perla nicht nur weiter fortbestehen, sondern es kann aufblühen. Das neue La Perla soll mehr sein als nur ein Gestüt. Es soll ein Ort der Sicherheit sein für die Pferde und ein Ort der Ruhe für die Menschen. Ein Ort, an dem die Pferde in Würde leben können und die Menschen wieder bei sich ankommen können. Es wird kein klassischer Reitbetrieb und es wird kein Massentourismus, sondern ein Ort, wo sich Mensch und Tier auf Augenhöhe begegnen können und wo die Menschen wieder fühlen, wirklich da zu sein und glücklich zu sein. Ein Ort, wo die Seele Frieden finden kann. Dieses Projekt ist riesig und ich kann das nicht alleine schaffen. Aber ich will das auch gar nicht alleine schaffen, sondern ich möchte, dass es ein Gemeinschaftsprojekt wird. Ein Projekt von den Menschen und für die Menschen. Ein Projekt mit Menschen, die unsere Werte teilen und mit uns diesen Ort erschaffen wollen. Und genau auf dieser Basis darf die Finanzierung entstehen, gemeinsam. Weil für mich allein mache ich dieses Projekt nicht. Ich bin nur der Kanal, durch den diese Vision auf die Erde kommen soll. Damit dieser neue Ort entstehen kann, La Perla bestehen bleibt und wir umziehen können, braucht es die Mithilfe von euch allen. Denn wenn jeder Follower, jeder Freund von La Perla, jeder, der Pferde mag und jeder, der die Welt verbessern möchte, mithilft, dann schaffen wir Unglaubliches. Wenn einer 5 Euro gibt, einer 10, einer 250, einer 1000 und so weiter, dann können wir das Projekt finanzieren und realisieren. Lasst uns gemeinsam nicht nur träumen und glauben, sondern wirklich auch machen. Wir sind viele und gemeinsam schaffen wir Unglaubliches. Die Sprache unserer Zeit ist Gemeinschaft, Verbundenheit, Menschlichkeit und deshalb wende ich mich an euch. La Perla ist kein Einzelprojekt, es ist kein Luxusprojekt. Es ist die Vision einer idealeren Welt, die wir gemeinsam erschaffen können. Für die Pferde, für die Menschen und für eine bessere Welt. Das sieht ganz konkret jetzt folgendermaßen aus. Wir werden ganz bald ein Crowdfunding starten. Und im nächsten Video erkläre ich euch in allen Details, wie das funktionieren wird. Ich erkläre euch alle Zahlen, Fakten, lege alles ganz transparent dar, damit ihr wisst, wie ihr Teil davon sein könnt. Wir haben die Möglichkeit, nur bis Ende April die Finca zu kaufen. Dann ist der erste große Meilenstein geschafft. Und danach geht es weiter mit dem Bau der Wege, Zäune, Stallungen, Infrastruktur und so weiter. Schritt für Schritt. La Perla soll ein Schlüsselort sein zu einem erfüllteren Leben. Ein Ort, an dem wir die Stunden mit Leben füllen. Und ja, die Welt spielt in vielen Teilen und auf vielen Ebenen verrückt. Und es gibt ganz viele Probleme und ganz viele Sorgen. Doch gerade deshalb ist es wichtig, so einen Ort zu erschaffen, ein Ort der Ruhe, des Friedens und der Gemeinschaft. Die Welt braucht Schönes und Gutes. Ich möchte euch einladen, diesen Ort mit uns zu erschaffen. Diesen Ort, wo wir durchatmen können, in einer Welt, die immer schneller und immer lauter wird. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Und auch wenn es schwer war, ist und wird, und auch wenn die Fallhöhe echt hoch ist. Und ja, es ist ein riesiges Projekt und ja, es braucht ganz viel Mut. Für mich bedeutet Mut nicht keine Angst zu haben, sondern trotzdem zu springen. Und ich springe. Und ich hoffe von Herzen, dass ihr mit mir, mit uns springt. Für die Pferde, für die Menschen, für La Perla und für unsere Welt. Danke, dass ihr da seid.